Hallo Leute, frohes neues Jahr und willkommen zu meinem neuen Vlog aus Südkorea. Weihnachten und Neujahr sind nun vorbei. Ich gehe davon aus, ihr seid nicht mehr ganz so sehr in Feierstimmung, sondern seid wieder zurück in die Schule oder zur Arbeit. Ich möchte euch aber trotzdem erzählen in diesem Vlog, wie denn so Weihnachten und Neujahr in Korea abläuft. Weil ich denke, viele von euch, und ich hatte das auch, haben wahrscheinlich die Vorstellung, dass in Korea Weihnachten vielleicht irgendwie anders oder interessanter oder besonders gefeiert wird und wie das überhaupt im Vergleich zu Deutschland ist. Und auch Neujahr, ob da jetzt so eine richtige Party ist oder was genau passiert halt in Korea an Neujahr. Also Weihnachten in Korea ist nur ein Feiertag, und zwar am 25. Dezember ist offiziell ein Feiertag in Korea. Dieser Feiertag wird häufig von Koreanern als Pärchentag benutzt. Also normalerweise trifft man sich eher halt mit dem Partner oder mit der Partnerin und dann geht man meistens irgendwie shoppen. Man genießt die ganzen Lichter, weil es gibt hier halt relativ viele Dekorationen auch, wobei ich finde immer noch nicht bei weitem so viel wie in Deutschland. Also es gibt bestimmte Orte, wo es sehr große Weihnachtsdekorationen und Lichterdekorationen gibt, aber so in der Stadt sieht man jetzt nicht zu viele. Also ich finde, in Deutschland ist Weihnachten zur Weihnachtszeit irgendwie überall präsent. In Korea ist das meistens nicht der Fall. Also es gibt bestimmte Orte, wo halt sehr viele große Lichter aufgestellt werden, aber trotzdem, dann muss man dann halt dahin gehen, um so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und an Weihnachten selber, wie gesagt, treffen sich meistens die Koreaner mit ihrem Partner oder Partnerin und gehen dann einfach shoppen, genießen die Atmosphäre, gucken sich dann diese Lichter an, genießen den Tag zusammen. Oder man trifft sich halt auch mit Freunden, verbringt die Zeit mit Freunden oder halt, ja, so junge Familien auch einfach mit der Familie. Aber ansonsten ist das kein besonderer Feiertag in Korea, so wie in Deutschland. Da der Feiertag halt aus dem Westen importiert wurde, hat er jetzt keine lange Geschichte oder Tradition in Korea. Deswegen werdet ihr da wahrscheinlich nicht so viel gegebenenfalls in Weihnachtsstimmung kommen, außer ihr besucht halt diese Orte mit dieser fetten Weihnachtsdeko. Aber ansonsten ist es halt für Koreaner so ein ganz normaler Tag und sie genießen einfach mal einen freien Tag zu haben. Was ist mit Neujahr? Wird an Neujahr zumindest richtig Party gemacht. Ich denke, junge Koreaner machen da schon Party. Also soweit ich weiß, kann man schon am 31. auch rausgehen. Ich glaube, jedenfalls auch in Clubs und so oder sich halt auch mit Freunden treffen und so. Ich habe gesehen, dieses Jahr zum ersten Mal wieder seit Corona gab es auch wieder also es gibt zu Neujahr so eine Glockenschlag-Tradition in Korea. Letztes Jahr wurde das online gemacht und dieses Jahr haben sich halt sehr, sehr viele Leute wieder in Seoul versammelt auf einem Platz, wo halt diese alte, beziehungsweise aktuell ist das nicht die alte Glocke, also da hing mal früher eine Glocke noch aus, ich glaube, der Schiller-Periode. Mittlerweile ist sie aber, glaube ich, im Museum, also es ist eine neu gegossene Glocke, die da hängt, ich glaube, seit den 80ern oder 90ern. Damals wurde eine neue Glocke gegossen und halt dort aufgehangen. Die wird jetzt an Neujahr geläutet und zwar, ich glaube, 33 Mal traditionellerweise, um den Leuten Gesundheit und Glück im neuen Jahr zu wünschen. So, und dieses Jahr haben sich in Seoul auf dem Platz, ich glaube in den Nachrichten kamen 100.000 Leute oder sowas versammelt, also sehr, sehr viele. Und man konnte auch am Lotte Tower halt auch ein Feuerwerk sehen. Aber normalerweise gibt es nicht wirklich Feuerwerk am Neujahr. Und Koreaner, die halt über 20 sind, also eher so in den 30ern, 40ern und noch älter, feiern meistens mit der Familie. Also man trifft sich mit der Familie, man fährt gegebenenfalls nach Hause zu den Eltern und dann verbringt man einfach zu Hause eine gemütliche Zeit zusammen oder man geht auswärts essen und wir sind zum Beispiel auch auswärts essen gefahren. Also am 31. haben Restaurants auch meistens ganz normal offen bis spät abends. Silvester und Neujahr ist in Korea jetzt auch nicht der riesen Feiertag wie bei uns. Viele Leute
arbeiten einfach ganz normal an diesem Tag. Ihr könnt also ruhig am 31. auch irgendwo essen gehen abends. Dadurch, dass es halt keine riesen Feiertag ist wie bei uns. Ne? Also es wird jetzt nicht geböllert oder sowas. Also so eine Tradition gibt es hier nicht. Wie gesagt, hier gibt es ja kaum Feuerwerk. Meistens wartet man gegebenenfalls auf Mitternacht. Es gibt jetzt auch nicht wirklich, glaube ich, ein Anstoßen oder sowas. Also wir haben das zumindest nicht gemacht. Wir haben uns halt diese Glockenschläge da angeguckt und die Hälfte der Familie hat aber auch schon geschlafen. Also ist schon vorher eingeschlafen. Deswegen, da seht ihr, Mitternacht ist jetzt nicht so wichtig für Koreaner. Viel wichtiger ist am nächsten Tag, also am 1. Januar, sich den ersten Sonnenaufgang anzugucken. Man steht sehr, sehr früh morgens auf. Also wir sind 6 Uhr morgens. Ja, nicht zu früh, aber schon früh. Also wir sind am 1. Januar um 6 Uhr morgens aufgestanden und sind dann zum Meer gefahren, weil wir halt an der östlichen Küste waren zum Neujahr. Und dann haben wir uns dort den ersten Sonnenaufgang des Jahres angeguckt. Und das ist halt eine Tradition in Korea. Also sehr, sehr viele Leute gehen dahin und gucken sich den Sonnenaufgang an. Egal wo man ist. Ich glaube, in Seoul gehen Leute vielleicht oben auf den Berg oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Und dann guckt man sich halt den ersten Sonnenaufgang an. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht. Also falls ihr wissen wollt, wie das so aussieht und wie viele Koreaner das sich tatsächlich angucken, dann könnt ihr euch das Video anschauen. Also die Weihnachts- und Silvesterzeit in Korea ist wirklich nicht sehr spektakulär. Also falls ihr mal hier über Neujahr seid, dann erwartet nicht zu viel. Ja, da sind halt so ein bisschen, sag mal, importierte Feiertage, die noch nicht so lange in Korea bestehen und deswegen wird das halt auch nicht so riesig gefeiert. Es wird natürlich mehr, weil Korea auch mehr westernisiert wird, kann man das so sagen. Mehr westlichen Einfluss bekommt, was aber nicht heißt, dass sie ihre eigenen Traditionen vergessen, weil das koreanische Neujahr nach dem Mondkalender ist nämlich viel wichtiger in Korea als Silvester quasi. Seollal bzw. Seollal ist auch schon bald, ich glaube in 1,5 Wochen oder so. Nächste Woche? Ist das schon nächste Woche? Ja. Anfang übernächste Woche ist schon Seollal und dann kann ich euch im nächsten deutschen Vlog erzählen, wie dann Seollal genau abläuft in so einer koreanischen Familie. Das koreanische Neujahr ist für Koreaner viel wichtiger als das Neujahr nach dem internationalen Kalender. Von daher wird halt Silvester hier nicht so riesig gefeiert. Falls ihr Fragen zu Weihnachten oder Silvester in Korea habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Und ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Habt ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich und erreicht alles, was ihr euch wünscht. Und wir sehen uns im nächsten Vlog oder im nächsten Video. Ciao!